Guten Morgen, ich möchte mich anmelden. Guten Morgen. Haben Sie einen Termin? Nein, ich habe keinen Termin. Ist das ein Problem? Nein, kein Problem. Bitte warten Sie kurz. Danke. Wie lange muss ich warten? Ungefähr 20 Minuten. Nehmen Sie bitte eine Nummer. Wo sind die Nummern? Dort, bei der Tür. Ah, ich sehe sie. Danke. Bitte setzen Sie sich. Wir rufen Sie auf. Gut. Welche Dokumente brauche ich? Ihren Reisepass und das Anmeldeformular. Entschuldigung, wo ist das Bürgeramt? Das Bürgeramt? Es ist in der Hauptstraße. Ist es weit von hier? Nein, ungefähr 10 Minuten zu Fuß. Gehen Sie geradeaus? Ja, geradeaus und dann links. Links an der Ampel? Genau. Sie sehen dann ein großes Gebäude? Ist es ein rotes Gebäude? Nein, es ist grau. Es ist sehr groß. Verstehe. Vielen Dank. Gerne. Viel Erfolg. Hallo, Bürgeramt Berlin, guten Tag. Guten Tag. Wann haben Sie geöffnet? Wir haben montags bis freitags geöffnet. Und wie lange? Von 8 Uhr bis 18 Uhr. Ist Samstag auch möglich? Nein, samstags sind wir geschlossen. Verstehe. Brauche ich einen Termin? Ja, am besten online buchen. Wie mache ich das? Gehen Sie auf unsere Webseite. Gut. Danke für die Information. Entschuldigung, haben Sie sich schon angemeldet? Ja, letzte Woche. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Welche Dokumente brauche ich? Sie brauchen Ihren Reisepass und den Mietvertrag. Was ist ein Mietvertrag? Das ist der Vertrag mit Ihrem Vermieter. Ah, ich verstehe. Und das Formular? Das Formular bekommen Sie am Amt. Kann ich es auch online herunterladen? Ja, auf der Webseite der Stadt. Sehr gut. Danke für Ihre Hilfe. Kein Problem. Viel Erfolg. Guten Morgen. Ich möchte mich anmelden. Guten Morgen. Haben Sie alle Dokumente? Ich denke schon. Hier ist mein Reisepass. Danke. Haben Sie auch den Mietvertrag? Ja, hier bitte. Gut. Und das ausgefüllte Formular? Oh, ich habe das Formular nicht. Kein Problem. Hier ist ein Formular. Danke. Wo soll ich schreiben? Hier oben Ihren Namen und Ihre Adresse? Meine neue Adresse? Ja. Die neue Adresse in Deutschland? Haben Sie sich schon angemeldet in Deutschland? Nein, noch nicht. Wann muss ich das machen? Innerhalb von 2 Wochen nach dem Einzug. 2 Wochen? Das ist nicht viel Zeit. Nein, aber es ist nicht schwer. Wo mache ich das? Beim Einwohnermeldeamt oder Bürgeramt. Ist das weit von hier? Nein, es ist in der Stadtmitte. Und was brauche ich? Reisepass, Mietvertrag und das Formular. Danke, das ist sehr hilfreich. Guten Tag, ich bin neu hier. Wie kann ich helfen? Ich möchte mich anmelden. Wo muss ich hin? Zum Schalter 3. Dort ist die Anmeldung. Danke. Muss ich eine Nummer nehmen? Bitte. Ja, bitte. Der Automat ist dort drüben. Ei, sehen, danke. Haben Sie alle Dokumente dabei? Ich habe meinen Reisepass. Reicht das? Nein, Sie brauchen auch den Mietvertrag. Oh nein, ich habe ihn nicht dabei. Dann müssen Sie morgen wiederkommen. Gut, danke für die Information. Ich habe meine Anmeldebestätigung bekommen. Super. Wann hast du das gemacht? Gestern. Es war nicht so schwer. Wofür brauchst du die Bestätigung? Für das Bankkonto und den Führerschein. Ah, ich verstehe. Ich brauche auch eine. Dann geh zum Bürgeramt. Brauche ich einen Termin? Ja, am besten online buchen. Wie lange hat es bei dir gedauert? Ungefähr 30 Minuten. Das ist nicht lang. Gut zu wissen. Entschuldigung, was ist eine Wohnungsgeberbestätigung? Das ist ein Dokument von Ihrem Vermieter. Was steht darin? Ihre neue Adresse und Ihr Name. Ah, alles klar. Ja? Und wer schreibt das Dokument? Ihr Vermieter. Er muss es unterschreiben. Mein Vermieter spricht kein Deutsch. Kein Problem, er kann es auf Englisch ausfüllen. Wirklich? Das ist gut. Ja, aber das Amt braucht es auf Deutsch. Verstehe. Wo bekomme ich das Formular? Online oder direkt beim Amt. Ich möchte einen Termin buchen. Kannst du mir helfen? Ja, klar. Hast du die Webseite geöffnet? Ja, aber ich verstehe es nicht. Kein Problem. Klick auf Termin buchen. Okay. Und dann? Wähle deine Stadt und dann das Datum. Welches Datum ist gut? So bald wie möglich. Hast du Zeit nächste Woche? Ja, Dienstag oder Mittwoch. Schau mal, Dienstag um 10 Uhr ist frei. Perfekt, ich nehme diesen Termin. Gut. Vergiss nicht, eine E-Mail-Bestätigung zu drucken. Entschuldigung, ich möchte mich anmelden. Sie sind am falschen Schalter, das ist Schalter 1. Oh, Entschuldigung, welcher Schalter ist richtig? Für die Anmeldung ist Schalter 5. Schalter 5. Wo ist das? Dort rechts am Ende des Ganges. Ich sehe es. Danke sehr. Haben Sie alle Dokumente dabei? Ja, ich habe alles. Gut. Dann nehmen Sie bitte eine Nummer. Schon erledigt. Ich warte seit 20 Minuten. Es tut mir leid, nicht mehr lange. Was bedeutet Anmeldung? Es bedeutet, dass Sie Ihre Adresse bei der Stadt registrieren. Warum ist das wichtig? Sie brauchen es für viele Dinge. Zum Beispiel für die Bank. Und für die Arbeit auch? Ja, auch für die Arbeit und die Schule. Wann muss ich's machen? Innerhalb von 14 Tagen nach dem Einzug. 14 Tage. Das ist 2 Wochen. Genau. Es ist nicht so schwer. Danke, du erklärst das sehr gut. Gerne. Viel Erfolg bei der Anmeldung. Guten Tag. Sprechen Sie Englisch? Ein bisschen. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte mich anmelden. Haben Sie das Formular ausgefüllt? Ich verstehe das Formular nicht. Ich helfe Ihnen. Schreiben Sie Ihren Namen hier.
Meinen Vornamen oder Nachnamen? Erst Vorname, dann Nachname. Gut. Und hier, was ist das? Das ist das Geburtsdatum. Tag, Monat, Jahr. Ah, ich verstehe. Danke für Ihre Geduld. Kein Problem, wir helfen gerne. Kostet die Anmeldung etwas? Nein, die Anmeldung ist kostenlos. Wirklich? Das ist gut. Ja, es gibt keine Gebühr. Und die Anmeldebestätigung, ist sie auch kostenlos? Ja, die erste Bestätigung ist gratis. Was ist, wenn ich eine zweite brauche? Dann kostet es ein wenig. Ungefähr 5 Euro. 5 Euro. Das ist nicht viel. Nein, es ist sehr günstig. Kann ich mit Karte zahlen? Ja, Karte oder Bargeld, beides ist möglich. Hast du schon von der Meldepflicht gehört? Nein. Was ist das? In Deutschland muss man sich anmelden. Es ist Pflicht. Für alle Menschen? Ja, für alle, die in Deutschland wohnen. Auch für Touristen? Nein, nur wenn man länger als 3 Monate bleibt. Ich bleibe 1 Jahr. Muss ich mich also anmelden? Ja, innerhalb von 2 Wochen. Okay. Wo mache ich das? Beim Bürgeramt oder Einwohnermeldeamt. Danke. Ich gehe diese Woche noch. Ich gehe morgen zum Amt. Hast du alles gecheckt? Ja, du brauchst deinen Reisepass. Hast du ihn? Ja, hier ist er. Und was noch? Den Mietvertrag. Hat dir dein Vermieter eingegeben? Ja, ich habe ihn hier. Und die Wohnungsgeberbestätigung? Was ist das genau? Ein Formular, das dein Vermieter ausfüllt. Oh nein, das habe ich nicht. Ruf deinen Vermieter jetzt an. Gute Idee. Danke, dass du daran gedacht hast. Kein Problem. Viel Erfolg morgen. Na, wie war's beim Amt? Sehr gut. Es hat nicht lange gedauert. Wie lange hast du gewartet? Nur 15 Minuten. Nicht schlecht. Hast du die Anmeldebestätigung bekommen? Ja, direkt. Die haben sie mir sofort gegeben. Super. Wofür brauchst du sie? Für das Bankkonto. Ich gehe morgen zur Bank. Welche Bank nimmst du? Ich weiß noch nicht. Vielleicht Sparkasse. Sparkasse ist gut. Einfach und günstig. Das höre ich oft. Danke für den Tipp. Entschuldigung. Was schreibe ich hier in Feld 3? Das ist Ihr Familienstand. Sind Sie ledig oder verheiratet? Ich bin ledig. Dann schreiben Sie ledig. Und Feld 4? Das verstehe ich nicht. Das ist Ihre Staatsangehörigkeit, Ihr Land. Ah, ich bin aus Spanien. Schreibe ich Spanien? Ja, oder Spanisch. Beides ist richtig. Danke. Und die Unterschrift, wo genau? Hier unten rechts. Gut. Ich glaube, das Formular ist fertig. Prima. Dann können Sie zum Schalter gehen. Ich verstehe den Prozess nicht. Kannst du erklären? Ja, natürlich. Zuerst brauchst du die Dokumente. Welche Dokumente? Reisepass, Mietvertrag und die Wohnungsgeberbestätigung. Und dann? Dann gehst du zum Bürgeramt mit einem Termin. Muss ich einen Termin haben? Nicht immer, aber es ist schneller. Okay, was passiert beim Termin? Du gibst die Dokumente ab und füllst das Formular aus. Und dann bekomme ich die Bestätigung? Ja, meistens direkt am selben Tag. Hallo, sind Sie neu hier im Haus? Ja, ich bin gestern eingezogen. Ich heiße Sophia. Schön, Sie kennenzulernen. Ich heiße Klaus. Schön. Klaus, haben Sie einen Tipp für mich? Ja, Melden Sie sich so schnell wie möglich an. Anmelden? Was meinen Sie? Sie müssen Ihre neue Adresse beim Amt registrieren. Ach so, wo ist dieses Amt? Das Bürgeramt ist in der Lindenstraße. Danke. Wie lange hat es geöffnet? Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr. Gut, ich gehe übermorgen. Danke, Klaus. Ich verstehe diesen Brief nicht. Was steht hier? Das ist Ihre Anmeldebestätigung. Das ist wichtig. Was bedeutet Anmeldebestätigung? Es bedeutet, dass Ihre Adresse offiziell registriert ist. Ah, gut. Und was steht in dem Brief? Ihr Name, Ihre Adresse und das Datum der Anmeldung. Wofür brauche ich diesen Brief? Für die Bank, für die Arbeit, für viele Dinge. Ich muss ihn also aufheben? Ja, bitte, machen Sie eine Kopie. Es ist sehr wichtig. Okay, danke für die Erklärung. Gerne. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie mich. Guten Tag. Ich habe einen Termin um 11 Uhr. Ihren Namen bitte? Mein Name ist Andrés Garcia. Herr Garcia, haben Sie alle Dokumente? Ja, ich glaube schon. Hier ist mein Pass. Danke. Und die Wohnungsgeberbestätigung? Oh, ich habe sie zu Hause vergessen. Das ist leider ein Problem. Wir brauchen sie. Kann ich es per E-Mail schicken? Nein, leider nicht. Sie müssen es persönlich bringen. Kann ich einen neuen Termin bekommen? Ja, gerne. Welcher Tag passt Ihnen? Tja. Mein Vermieter versteht das Formular nicht. Was soll er schreiben? Er schreibt seine Adresse und Ihren Namen. Und was noch? Das Datum Ihres Einzugs. Wann sind Sie eingezogen? Am 1. Oktober. Gut. Das schreibt er auch ins Formular? Muss er seine Unterschrift geben? Ja, ohne Unterschrift ist das Formular nicht gültig. Ja? Und wo unterschreibt er? Ganz unten rechts. Danke. Ich erkläre es ihm heute Abend. Gut. Wenn er Fragen hat, kann er mich anrufen. Entschuldigung, wie lange warten Sie schon? Seit einer Stunde. Es ist heute sehr voll. 1 Stunde. Das ist lang. Ja, leider. Aber es geht nicht anders. Warum haben Sie keinen Termin gebucht? Ich habe es versucht, aber es gab keinen freien Termin. Wirklich? Das ist schade. Ja, online war alles ausgebucht für 3 Wochen. Ich habe einen Termin, aber ich bin zu früh. Wann ist Ihr Termin? Um 14 Uhr. Noch 30 Minuten. Dann haben Sie Glück. Ich bin ohne Termin. Wohin soll ich gehen? Bürgeramt oder Einwohnermeldeamt? Das ist das Gleiche, nur verschiedene Namen. Wirklich? Das ist verwirrend. Ja, in verschiedenen Städten heißt es anders. So? In Berlin zum Beispiel? In Berlin heißt es Bürgeramt. Und in München? In München heißt es Kreisverwaltungsreferat. Das ist sehr lang. Oh, das ist wirklich schwer zu sagen. Ja, aber alle wissen, was man meint, wenn man Anmeldung sagt. gut zu wissen. Ich sag einfach Anmeldung. Genau, das ist am einfachsten.
Hallo, wie war dein Termin beim Bürgeramt? Es war sehr gut, alles hat geklappt. Super, hast du die Bestätigung bekommen? Ja, sofort. Die Dame war sehr nett. Hat sie auf Englisch gesprochen? Nein, aber sie hat langsam gesprochen. Ich habe alles verstanden. Das ist toll, dein Deutsch wird besser. Danke. Ich übe jeden Tag. Und was machst du jetzt mit der Bestätigung? Ich gehe morgen zur Bank und eröffne ein Konto. Perfekt, das brauchst du wirklich. Ja, ich bin jetzt offiziell in Deutschland. Entschuldigung, ich komme aus Frankreich. Muss ich mich auch anmelden? Ja, alle müssen sich anmelden, auch EU-Bürger. Auch wenn ich nur ein Jahr bleibe? Ja, wenn sie mehr als 3 Monate bleiben, müssen sie sich anmelden. Verstehe. Und brauche ich auch den Mietvertrag? Ja, oder die Wohnungsgeberbestätigung. Mein Vermieter ist auch Franzose. Ist das ein Problem? Nein, kein Problem, das Formular ist auf Deutsch. Er spricht kein Deutsch. Dann brauchen Sie vielleicht einen Übersetzer. Gibt es hier im Amt einen Übersetzer? Leider nicht immer. Fragen Sie am Eingang. Ich habe noch keine Wohnung. Kann ich mich trotzdem anmelden? Das ist schwierig. Sie brauchen eine feste Adresse. Ich wohne gerade bei einem Freund. Dann kann Ihr Freund Ihnen helfen. Wie denn? Er kann die Wohnungsgeberbestätigung ausfüllen. Aber er ist nicht mein Vermieter. Das ist okay. Er gibt Ihnen offiziell eine Adresse. Und mein Freund muss das unterschreiben? Ja, er muss das Formular unterschreiben. Gut, ich frage ihn heute noch. Viel Erfolg. Und beeilen Sie sich, die Frist ist 2 Wochen. Wann muss ich mich anmelden? Innerhalb von 2 Wochen nach dem Einzug. Und wann bin ich eingezogen? Du bist am 3. November eingezogen. Also muss ich mich bis zum 17. November anmelden? Ja, genau. Der 17. November ist die Frist. Das ist in 4 Tagen. Ich muss mich beeilen. Ja. Ruf morgen früh beim Amt an. Gibt es eine Strafe, wenn ich zu spät bin? Ja, es kann eine Strafe geben. Nicht gut. Okay, ich ja an. Gut. Dann hast du noch Zeit. Ich ziehe um. Muss ich mich wieder anmelden? Ja, Sie müssen Ihre neue Adresse anmelden. Und meine alte Adresse abmelden? Das passiert automatisch bei der neuen Anmeldung. Oh, das ist einfach. Ich dachte, es wäre schwerer. Nein, Sie machen es einfach wieder beim Bürgeramt. Und ich brauche wieder alle Dokumente? Ja, Reisepass und die neue Wohnungsgeberbestätigung. Den alten Mietvertrag brauche ich nicht? Nein, nur die neue Adresse ist wichtig. Gut. Wann muss ich das machen? Wieder innerhalb von 2 Wochen. Kannst du mir helfen? Ich verstehe die Webseite nicht. Ja, klar. Was suchst du? Ich suche das Formular für die Anmeldung. Okay. Schau mal hier. Das ist das richtige Formular. Kann ich es hier auf dem Handy ausfüllen? Besser auf dem Computer. Dann kannst du es drucken. Hast du einen Drucker zu Hause? Ja. Komm nachher zu mir, ich druck's für dich. Das ist sehr nett, danke. Kein Problem. Hast du die anderen Dokumente? Ja, ich habe alles außer dem Formular. Gut, dann bist du fast fertig. Entschuldigung, wie ist das Bürgeramt hier? Es ist nicht sehr groß, aber es ist klar organisiert. Wo nehme ich die Nummer? Beim Eingang, da ist ein kleiner Automat. Und dann setze ich mich hin? Ja, und du wartest, bis deine Nummer auf dem Bildschirm erscheint. Gibt es einen Bildschirm? Ja, an der Wand. Du siehst ihn sofort, wenn du reinkommst. Und die Schalter, wie viele gibt es? Ungefähr 8. Jeder Schalter ist für etwas anderes. Welcher ist für die Anmeldung? Schalter 4 und 5. Steht auch auf dem Bildschirm? Ich habe 2 Kinder. Muss ich sie auch anmelden? Ja, Kinder müssen auch angemeldet werden. Kommen Sie mit mir zusammen? Nein, Sie können es für sie machen. Sie müssen nicht dabei sein. Welche Dokumente brauche ich für die Kinder? Die Geburtsurkunde und Ihre eigene Anmeldung. Geburtsurkunde. Und wenn ich sie nicht dabei habe? Dann müssen Sie wiederkommen. Sie ist sehr wichtig. Ich habe sie zu Hause. Ich bringe sie mit. Gut. Am besten machen Sie alles zusammen. Also alles an einem Tag? Ja, das ist am einfachsten. Entschuldigung, ich spreche kein Deutsch. Gibt es Hilfe? Sprechen Sie Englisch? Ja, etwas Englisch. Und Sie? Ja, ich spreche ein bisschen Englisch. Ich helfe Ihnen. Danke. Ich möchte mich anmelden. Okay. Haben Sie Ihren Reisepass dabei? Ja, hier. Und ich habe den Mietvertrag auch. Gut. Haben Sie das Formular? Nein. Wo bekomme ich es? Hier, nehmen Sie dieses. Ich erkläre Ihnen alles. Oh, Das ist sehr freundlich. Danke. kein Problem. Wir helfen immer gerne. Schaust du etwas auf dem Handy? Ja, ich lerne Wörter für das Bürgeramt. Was für Wörter? Zum Beispiel Anmeldung, Mietvertrag, Reisepass. Oh, meldest du dich gerade an? Nein, ich gehe morgen. Ich möchte vorbereitet sein. Das ist klug. Hast du alle Dokumente? Ich glaube schon. Reisepass und Mietvertrag. Vergiss die Wohnungsgeberbestätigung nicht. Was ist das? Ein Formular von deinem Vermieter. Sehr wichtig. Was ist der Unterschied zwischen Meldebescheinigung und Anmeldebestätigung? Das ist fast das Gleiche. Beide zeigen ihre Adresse. Warum gibt es dann 2 Namen? In verschiedenen Städten heißt es anders. Das ist alles. Ah, ich verstehe. Als brauche ich nur eines davon? Ja. Was die Bank oder die Schule sagt, das nehmen Sie. Die Bank hat Anmeldebestätigung gesagt. Dann fragen Sie beim Bürgeramt nach der Anmeldebestätigung. Und sie geben mir das sofort? Ja, direkt nach der Anmeldung. Perfekt. Danke für die Erklärung. Immer gerne. Viel Erfolg. Ich wohne in einer WG. Kann ich mich trotzdem anmelden? Ja, natürlich. WG ist kein Problem. Aber ich habe keinen Mietvertrag auf meinen Namen. Das ist okay. Haben Sie einen Untermietvertrag? Ja, mein Mitbewohner hat mir einen gegeben. Gut, der reicht. Und die Wohnungsgeberbestätigung? Mein Mitbewohner kann das ausfüllen? Ja, wenn er der Hauptmieter ist, kann er das machen. Und was schreibt er dort rein? Ihre Adresse, Ihren Namen und das Datum. Einfach. Ich frage ihn heute Abend. Gut, dann haben Sie alles, was Sie brauchen. Ich wohne gerade in einem Hostel. Kann ich das als Adresse nehmen? Ja, ein Hostel oder Hotel ist auch möglich. Wirklich? Das wusste ich nicht. Ja, das Hostel füllt dann die Wohnungsgeberbestätigung aus. Muss ich den Besitzer fragen? Ja,
Erklären Sie ihm, dass Sie eine Bestätigung für das Amt brauchen. Und macht er das normalerweise? Meistens ja. Es ist ein normaler Vorgang. Gut, dann spreche ich heute noch mit ihm. Prima. Haben Sie Ihren Reisepass dabei? Ja, immer. Dann sind Sie fast fertig. Ich bin seit 6 Monaten in Deutschland. Ich habe mich nie angemeldet. Oh, das ist nicht gut. Sie müssen das sofort machen. Gibt es Probleme, weil ich zu spät bin? Es kann eine Strafe geben, aber gehen Sie so schnell wie möglich. Was soll ich sagen beim Amt? Erklären Sie einfach, wann Sie eingezogen sind. Seien Sie ehrlich. Und wenn Sie eine Strafe verlangen? Das passiert manchmal, aber oft ist es okay. Ich gehe morgen früh hin. Gut. Nehmen Sie alle Dokumente mit. Reisepass, Mietvertrag und das Formular? Ja, genau. Und die Wohnungsgeberbestätigung. Wie komme ich zum Bürgeramt? Hast du einen Tipp? Ja. Nimm die U-Bahn-Linie 3 bis Hauptplatz. Und dann? Dann gehst du 5 Minuten zu Fuß, das Amt ist links. Ist es weit von der U-Bahn? Nein, sehr nah, du kannst es schon sehen. Gut. Und wann fährt die U-Bahn? Jeden Tag ab 5 Uhr morgens bis Mitternacht. Ich gehe um 9 Uhr. Das ist kein Problem. Perfekt, dann bist du pünktlich. Danke. Hast du noch andere Tipps? Ja, geh früh am Morgen, es ist dann weniger voll. Kann ich mich online anmelden? In manchen Städten ja, aber nicht überall. Zum Beispiel wo? In einigen Städten in Nordrhein-Westfalen, glaube ich. Und in München? In München muss man persönlich kommen. Das ist schade. Online wäre einfacher. Ja, aber das System ändert sich langsam. Gibt es eine App? Nicht wirklich. Ja? Aber es gibt die Webseite der Stadt. Dort kann ich einen Termin buchen? Ja, den Termin kann man online buchen. Nur nicht die Anmeldung selbst. Ich habe meine Anmeldebestätigung verloren. Was mache ich jetzt? Kein Problem. Sie können eine neue beantragen. Wo mache ich das? Wieder beim Bürgeramt. Es ist einfach. Brauche ich wieder alle Dokumente? Nein, nur Ihren Reisepass. Und wie lange dauert das? Meistens nur ein paar Minuten. Kostet das etwas? Ja, ungefähr 5 Euro für eine neue Meldebescheinigung. 5 Euro. Das ist nicht viel. Ich gehe morgen. Gut. Vergessen Sie den Reisepass nicht? Guten Tag. Ich möchte ein Konto eröffnen. Gerne. Haben Sie die Anmeldebestätigung? Nein, ich habe sie noch nicht. Geht es auch ohne? Leider nicht. Sie ist für uns Pflicht. Wann brauche ich sie? Heute, wenn Sie das Konto heute eröffnen möchten. Ich habe sie nächste Woche. Kann ich dann zurückkommen? Ja, natürlich. Wir sind jeden Tag außer Sonntag geöffnet. Gut. Ich komme Dienstag wieder. Prima. Bringen Sie dann auch Ihren Reisepass mit? Natürlich. Danke für die Information. Gerne. Bis Dienstag. Hast du dich schon in Frankfurt angemeldet? Ja, letzte Woche. Und du in Berlin? Ja, aber in Berlin war es schwer, einen Termin zu finden. Wirklich? In Frankfurt war es sehr schnell. Wie schnell? Ich habe online einen Termin für 3 Tage später bekommen. In Berlin habe ich 3 Wochen gewartet. Oh, das ist lang. Warst du ohne Termin? Ach, nein, ich hatte einen Termin. Aber es gab keine freien Termine. Das ist das Problem in großen Städten. Ja. Nächstes Mal gehe ich ohne Termin, früher morgen. Gute Idee. Das funktioniert oft besser. Was ist Abmeldung? Ist das das Gegenteil von Anmeldung? Ja, genau. Abmeldung bedeutet, Sie melden sich ab. Wann muss ich mich abmelden? Wenn Sie Deutschland verlassen. Muss ich das immer machen? Ja, wenn Sie nicht mehr in Deutschland wohnen. Und wenn ich in eine andere Stadt ziehe? Dann nur die neue Anmeldung. Die Abmeldung passiert automatisch. Ah, das ist einfacher, als ich dachte. Ja. Abmeldung ist eigentlich nur für den Wegzug aus Deutschland. Gut zu wissen. Danke. Gerne. Haben Sie noch andere Fragen? Lass uns die Wörter üben. Ich sage Englisch, du sagst Deutsch. Okay, gut. Ich bin bereit. Registration Office. Bürgeramt oder Einwohnermeldeamt? Rental Contract. Mietvertrag. Registration Confirmation. Anmeldebestätigung. Landlord Confirmation. Wohnungsgeberbestätigung. Das ist sehr lang. Ja. Und Deadline? Frist. Und Passport? Ich bin so nervös vor meinem Termin morgen. Warum? Es ist wirklich nicht schwer. Ich spreche nicht so gut Deutsch. Die Leute dort sind freundlich. Keine Sorge. Und wenn ich etwas nicht verstehe? Sag einfach, können Sie das bitte wiederholen? Oh, das ist ein guter Satz. Und du kannst auch sagen, können Sie bitte langsamer sprechen? Perfekt. Das lerne ich jetzt. Du schaffst das. Ich bin sicher. Danke. Du bist sehr nett. Viel Erfolg morgen. Schick mir eine Nachricht danach. Guten Morgen, ich bin Herr Kim. Ich habe einen Termin um 9 Uhr. Guten Morgen, Herr Kim. Ihre Dokumente bitte. Hier ist mein Reisepass und der Mietvertrag. Danke. Und die Wohnungsgeberbestätigung? Hier, bitte sehr. Ist alles in Ordnung? Ja, alles vollständig. Sehr gut. Oh, das ist schön zu hören. Einen Moment bitte. Ich gebe die Daten ein. Natürlich. Ich warte gerne. Fertig. Hier ist Ihre Anmeldebestätigung. Vielen Dank, das war wirklich einfach. Gerne. Willkommen in Deutschland, Herr Kim. Ich habe Angst vor dem Bürgeramt. Das ist alles so neu für mich. Ich verstehe. Aber du kannst es schaffen. Ich helfe dir. Was muss ich zuerst machen? Zuerst alle Dokumente zusammensuchen. Reisepass, Mietvertrag, Formular. Und die Wohnungsgeberbestätigung von meiner Vermieterin. Genau. Du weißt schon viel. Ich habe viel gelernt diese Woche. Dann buche jetzt einen Termin online. Das ist der nächste Schritt. Okay, kannst du mir dabei helfen? Ja klar, wir machen es zusammen. Kein Stress. Danke. Ich bin froh, dass ich dich kenne. Ich auch. Und nach der Anmeldung feiern wir mit Kaffee und Kuchen.